Einführung in das Thema Selbstbewusstsein im Dating. Selbstbewusstsein im Dating geht weit über oberflächliche Selbstsicherheit hinaus. Es ist das Fundament, auf dem gesunde und erfolgreiche Beziehungen aufbauen. In der heutigen Zeit, in der Beziehungen oft über digitale Plattformen initiiert werden und oberflächliche Eindrücke schnell gemacht sind, ist es leicht, die Bedeutung eines tiefen inneren Selbstbewusstseins zu übersehen. Doch das Wissen um unsere eigene Identität und den Wert, den wir uns selbst zuschreiben, beeinflusst maßgeblich, wie wir in Beziehungen agieren und wahrgenommen werden. Die Bedeutung von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist nicht nur das Gefühl, dass man in der Lage ist, mit sozialen Situationen umzugehen, sondern vielmehr die Fähigkeit, sich selbst zu verstehen und zu akzeptieren. Wenn wir uns selbst kennen, akzeptieren und lieben, treten wir anders auf. Wir verhalten uns authentisch, strahlen innere Ruhe aus und ziehen Partner an, die unsere Werte und Überzeugungen teilen. Selbstbewusste Menschen sind oft in der Lage, in ihren Beziehungen klarer zu kommunizieren, Grenzen zu setzen und auch Konflikte konstruktiv zu lösen. Ernster 1. Selbstbewusstsein versus Selbstsicherheit. Es ist wichtig, den Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit zu erkennen. Selbstsicherheit kann oberflächlich wirken, während Selbstbewusstsein eine tiefere innere Überzeugung ist. Selbstsichere Menschen können vor anderen selbstbewusst auftreten, aber ohne ein echtes Verständnis für ihre eigenen Stärken und Schwächen bleibt diese Selbstsicherheit flüchtig. Im Gegensatz dazu ist Selbstbewusstsein stabiler und weniger abhängig von äußeren Bestätigungen. Es entwickelt sich durch Selbstreflexion, persönliche Erfahrungen und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten. Beispiel 1. Der Unterschied in der Dating-Situation. Nehmen wir an, du bist auf einem Date. Eine selbstsichere Person könnte versuchen, sich besonders charmant oder humorvoll zu geben, um den anderen zu beeindrucken. Aber sobald die Chemie nicht stimmt, kann diese Person schnell verunsichert werden. Ein selbstbewusster Mensch hingegen tritt mit dem Wissen auf, dass er wertvoll ist, unabhängig von der Reaktion des Gegenübers. Diese innere Ruhe ermöglicht es ihm, authentisch zu sein, was oft zu einer tieferen Verbindung führt. Beispiel 2. Die Bedeutung von Authentizität. Stell dir vor, du versuchst, dich in der ersten Phase des Datings als jemand darzustellen, der du nicht bist. Während dies kurzfristig vielleicht zu einer positiven Reaktion führen kann, wird es auf lange Sicht zu Problemen führen, wenn dein wahres Ich ans Licht kommt. Selbstbewusstsein bedeutet, dass du bereit bist, dich so zu zeigen, wie du bist, und die richtigen Partner anzuziehen, die dich für das schätzen, was du wirklich bist. Beispiel 3. Die Fähigkeit, Verletzlichkeit zu zeigen. Selbstbewusste Menschen haben oft keine Angst vor Verletzlichkeit. Sie können offen über ihre Ängste und Unsicherheiten sprechen, was den anderen Partner dazu ermutigt, ebenfalls ehrlich zu sein. Diese Authentizität fördert tiefere emotionale Verbindungen, während selbstsichere Menschen möglicherweise versuchen, stark zu erscheinen und ihre wahren Gefühle zu verbergen. Ernstpunkt 2. Der Einfluss von Selbstbewusstsein auf die Partnerwahl. Selbstbewusstsein beeinflusst auch, wen wir als Partner auswählen und mit wem wir Beziehungen eingehen. Menschen, die sich selbst schätzen, sind oft wählerischer in Bezug auf ihre Partner. Sie suchen nicht nur nach jemandem, der gut aussieht oder sie gut behandelt, sondern nach jemandem, der ihre Werte und Lebensziele teilt. Diese bewusste Wahl führt zu gesünderen und stabileren Beziehungen, da beide Partner in der Lage sind, ihre Bedürfnisse und Wünsche klar zu kommunizieren. Beispiel 1. Die Wahl des Partners. Ein selbstbewusster Mensch wird sich nicht mit jemandem zufrieden geben, der seine Bedürfnisse nicht erfüllt oder ihn nicht respektiert. Stattdessen wird er einen Partner suchen, der ihn unterstützt und an seinen Träumen teilhat. Dies ist entscheidend für die Schaffung einer starken, langfristigen Beziehung. Beispiel 2. Die Fähigkeit zur Ablehnung. Wenn du selbstbewusst bist, fällt es dir leichter, Beziehungen zu beenden, die nicht gesund für dich sind. Du erkennst deinen Wert und akzeptierst nicht, dass jemand dich schlecht behandelt oder deine Grenzen überschreitet. Das bedeutet nicht, dass die Entscheidung leicht ist, aber die Fähigkeit zu wissen, wann du gehen solltest, ist ein Zeichen von innerer Stärke. Beispiel 3. Die Ausstrahlung von Selbstwert. Selbstbewusste Menschen strahlen oft eine positive Energie und Anziehungskraft aus, die andere anzieht.
Sie können in sozialen Situationen entspannter agieren, was zu authentischen Interaktionen führt. Diese Ausstrahlung kann dazu beitragen, dass Sie die richtigen Partner anziehen, die ebenfalls selbstbewusst und authentisch sind. Erste 3. Authentizität im Dating. Ein zentrales Element des Selbstbewusstseins ist die Fähigkeit, authentisch zu sein. Authentizität bedeutet, dass du treu zu dir selbst bist und nicht versuchst, dich zu verstellen, um anderen zu gefallen. In der Dating-Welt ist es besonders wichtig, authentisch zu bleiben, da dies die Grundlage für jede gesunde Beziehung ist. Beispiel 1. Ehrliche Kommunikation. Selbstbewusste Menschen haben keine Angst davor, ihre Gedanken und Gefühle offen zu teilen. Sie sind in der Lage, aufrichtig über ihre Erwartungen, Wünsche und Bedenken zu sprechen. Dies schafft nicht nur Vertrauen, sondern ermöglicht es auch beiden Partnern, sich auf einer tieferen Ebene zu verbinden. Beispiel 2. Selbstakzeptanz. Die Akzeptanz der eigenen Fehler und Unvollkommenheiten ist ein Zeichen von Selbstbewusstsein. Menschen, die sich selbst akzeptieren, sind weniger anfällig für Vergleiche mit anderen und empfinden weniger Druck, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten. Diese Selbstakzeptanz fördert ein positives Selbstbild und stärkt die Fähigkeit, sich in Beziehungen verletzlich zu zeigen. Beispiel 3. Grenzen setzen. Selbstbewusste Menschen sind in der Lage, klare Grenzen zu setzen. Sie wissen, was für sie akzeptabel ist und was nicht, und haben den Mut, diese Grenzen zu kommunizieren. Dies fördert gesunde Beziehungen, da beide Partner wissen, was sie voneinander erwarten können. ESMO 4. Selbstbewusstsein und emotionale Intelligenz. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Selbstbewusstseins im Dating ist die emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit, die eigenen Emotionen sowie die Emotionen anderer zu erkennen, zu verstehen und zu beeinflussen. Eine hohe emotionale Intelligenz ermöglicht es dir, in Beziehungen empathisch zu handeln und Konflikte konstruktiv zu lösen. Beispiel 1. Empathie zeigen. Wenn du emotional intelligent bist, kannst du die Gefühle deines Partners besser verstehen und darauf reagieren. Dies fördert ein tieferes emotionales Verständnis und stärkt die Bindung zwischen dir und deinem Partner. Es hilft dir, empathisch auf die Bedürfnisse deines Partners einzugehen und die Beziehung zu vertiefen. Beispiel 2. Konstruktive Konfliktlösung. Selbstbewusste Menschen, die über emotionale Intelligenz verfügen, sind besser in der Lage, Konflikte zu lösen. Sie können ihre Emotionen kontrollieren und in der Lage, konstruktiv über Probleme zu sprechen, anstatt in Schuldzuweisungen oder defensives Verhalten zu verfallen. Diese Fähigkeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung gesunder Beziehungen, da sie es beiden Partnern ermöglicht, Probleme gemeinsam zu lösen. Beispiel 3. Verständnis für eigene Emotionen. Ein gesundes Selbstbewusstsein beinhaltet auch das Verständnis für die eigenen Emotionen. Menschen, die sich ihrer eigenen Gefühle bewusst sind besser in der Lage, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und zu erkennen, wenn sie Unterstützung benötigen. Dies führt zu einem offenen und ehrlichen Dialog, der die Beziehung stärkt. Fazit. Insgesamt ist das Selbstbewusstsein im Dating ein entscheidender Faktor für den Erfolg und die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen. Es beeinflusst unsere Wahrnehmung, unsere Entscheidungen und die Art und Weise, wie wir uns in sozialen Interaktionen präsentieren. Indem wir unser Selbstbewusstsein stärken, fördern wir nicht nur unser persönliches Wachstum, sondern auch die Möglichkeit, tiefere und bedeutungsvollere Verbindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Das Verständnis der eigenen Identität, die Fähigkeit zur authentischen Kommunikation und die Entwicklung emotionaler Intelligenz sind alles Schlüsselelemente, die uns helfen, erfolgreich im Dating und in Beziehungen zu sein. Grundlagen des Selbstbewusstseins. Um Selbstbewusstsein zu stärken, muss man zunächst verstehen, was es bedeutet und wie es sich auf verschiedene Bereiche des Lebens auswirkt. Selbstbewusstsein ist mehr als nur ein Gefühl der Sicherheit oder des Vertrauens. Es ist ein vielschichtiges Konzept, das die Art und Weise beeinflusst, wie wir uns selbst sehen, wie wir uns in sozialen Situationen verhalten und wie wir mit Herausforderungen umgehen. In diesem Abschnitt werden wir die verschiedenen Aspekte des Selbstbewusstseins, seine Dimensionen und die Bedeutung der Selbstkenntnis und Selbstakzeptanz eingehend untersuchen. 2.1 Definition von Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein kann als die Fähigkeit definiert werden, sich seiner eigenen Identität,
Werte, Emotionen und Fähigkeiten bewusst zu sein. Es ist das Verständnis dafür, wer wir sind und was wir im Leben wollen. Selbstbewusstsein umfasst sowohl kognitive als auch emotionale Komponenten und beeinflusst unser Verhalten und unsere Interaktionen mit anderen. Beispiel 1. Kognitive Aspekte des Selbstbewusstseins. Die kognitive Dimension des Selbstbewusstseins bezieht sich auf unser Denken und unsere Wahrnehmung. Wenn du zum Beispiel deine Stärken und Schwächen kennst, kannst du realistisch einschätzen, in welchen Bereichen du erfolgreich sein kannst und wo du noch wachsen möchtest. Diese Selbstwahrnehmung ermöglicht es dir, gezielte Ziele zu setzen und Strategien zu entwickeln, um diese zu erreichen. Beispiel 2. Emotionale Aspekte des Selbstbewusstseins. Die emotionale Dimension umfasst das Verständnis und die Akzeptanz unserer eigenen Gefühle. Ein selbstbewusster Mensch ist in der Lage, seine Emotionen zu erkennen und angemessen auf sie zu reagieren. Zum Beispiel kann jemand, der sich in einer stressigen Situation überfordert fühlt, dies anerkennen und gesunde Bewältigungsmechanismen finden, anstatt seine Emotionen zu unterdrücken oder impulsiv zu reagieren. Beispiel 3. Verhalten und Interaktionen. Das Selbstbewusstsein beeinflusst auch, wie wir uns in sozialen Situationen verhalten. Menschen mit hohem Selbstbewusstsein treten oft selbstsicherer auf, sind offener für neue Erfahrungen und interagieren positiver mit anderen. Diese positiven Verhaltensweisen können dazu führen, dass sie leichter Freundschaften schließen und gesunde Beziehungen aufbauen. 2.2. Die Bedeutung der Selbstkenntnis. Selbstbewusstsein beginnt mit Selbstkenntnis. Dies bedeutet, dass wir uns Zeit nehmen müssen, um über uns selbst nachzudenken, unsere Werte zu definieren und unsere Vergangenheit zu reflektieren. Selbstkenntnis ist der Schlüssel zur Entdeckung unserer Identität und ohne sie ist es schwierig, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Beispiel 1. Reflexion über persönliche Werte. Ein wichtiger Schritt zur Selbstkenntnis besteht darin, sich über die eigenen Werte klar zu werden. Werte sind die Prinzipien, die unser Verhalten leiten und unsere Entscheidungen beeinflussen. Wenn du zum Beispiel den Wert von Ehrlichkeit hochhältst, wird dies deine Entscheidungen in Beziehungen und im Berufsleben beeinflussen. Ein selbstbewusster Mensch ist sich seiner Werte bewusst und handelt entsprechend. Beispiel 2. Verständnis der eigenen Stärken und Schwächen. Die Selbstkenntnis umfasst auch das Erkennen unserer Stärken und Schwächen. Indem wir unsere Fähigkeiten identifizieren und anerkennen, können wir unser Selbstbewusstsein stärken. Zum Beispiel könnte jemand, der gut im Umgang mit Menschen ist, dies als Stärke wahrnehmen und in sozialen Situationen selbstbewusster agieren. Beispiel 3. Rückblick auf vergangene Erfahrungen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Selbstkenntnis ist die Reflexion über vergangene Erfahrungen. Unsere Lebenserfahrungen prägen, wer wir sind. Wenn wir uns mit schwierigen Situationen und deren Bewältigung auseinandersetzen, können wir lernen, wie wir in Zukunft besser reagieren können. Diese Art der Reflexion fördert ein tieferes Verständnis für uns selbst und stärkt unser Selbstbewusstsein. 2 und 3. Selbstakzeptanz als Schlüssel zum Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein und Selbstakzeptanz sind eng miteinander verbunden. Während Selbstkenntnis uns hilft, zu verstehen, wer wir sind, ermöglicht uns Selbstakzeptanz, diese Erkenntnisse zu schätzen und zu akzeptieren. Selbstakzeptanz bedeutet, uns selbst in unserer Ganzheit zu akzeptieren, einschließlich unserer Fehler, Unvollkommenheiten und Schwächen. Beispiel 1. Annahme von Unvollkommenheit. Selbstbewusste Menschen erkennen an, dass niemand perfekt ist. Sie akzeptieren ihre Fehler und sehen sie als Chancen zum Lernen und Wachsen. Diese Akzeptanz führt dazu, dass sie sich weniger mit anderen vergleichen und stattdessen ihren eigenen Weg gehen. Beispiel 2. Positive Selbstgespräche. Ein weiterer Aspekt der Selbstakzeptanz ist die Art und Weise, wie wir mit uns selbst sprechen. Menschen mit hohem Selbstbewusstsein neigen dazu, sich positiv zu bestärken und sich selbst zu ermutigen. Anstatt sich auf negative Gedanken zu konzentrieren, wie „Ich bin nicht gut genug“, könnten sie sich sagen: „Ich gebe mein Bestes und das ist in Ordnung.“ Diese positiven Selbstgespräche stärken das Selbstbewusstsein und fördern ein gesundes Selbstbild. Beispiel 3. Umgang mit Kritik. Ein selbstbewusster Mensch ist besser in der Lage, konstruktive Kritik anzunehmen. Anstatt sich defensiv zu verhalten oder sich angegriffen zu fühlen, sieht er Kritik als Möglichkeit zur Verbesserung.
Diese Fähigkeit, Feedback anzunehmen, zeigt ein hohes Maß an Selbstakzeptanz und fördert persönliches Wachstum. 2.4. Selbstbewusstsein in verschiedenen Lebensbereichen. Selbstbewusstsein wirkt sich nicht nur auf unsere Beziehungen, sondern auch auf andere Lebensbereiche aus, wie zum Beispiel Beruf, persönliche Entwicklung und soziale Interaktionen. Ein starkes Selbstbewusstsein kann uns helfen, Herausforderungen in verschiedenen Aspekten des Lebens zu meistern. Beispiel 1. Im Berufsleben. Im beruflichen Umfeld zeigt sich Selbstbewusstsein oft in der Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen. Menschen mit starkem Selbstbewusstsein haben in der Regel keine Angst, ihre Meinungen zu äußern und sind in der Lage, ihre Ideen klar zu kommunizieren. Dies kann zu beruflichem Erfolg und Karrierewachstum führen. Beispiel 2. In sozialen Interaktionen. In sozialen Situationen hilft ein gesundes Selbstbewusstsein dabei, sich wohler zu fühlen und Freundschaften zu schließen. Selbstbewusste Menschen sind oft offener für neue Bekanntschaften und sind in der Lage, authentische Verbindungen zu anderen herzustellen. Dies fördert nicht nur das soziale Leben, sondern stärkt auch das allgemeine Wohlbefinden. Beispiel 3. In persönlichen Entwicklungszielen. Ein starkes Selbstbewusstsein ermöglicht es uns, persönliche Ziele zu setzen und zu verfolgen. Menschen, die sich ihrer Fähigkeiten bewusst sind, haben oft das Vertrauen, neue Fähigkeiten zu erlernen und ihre Komfortzone zu erweitern. Diese Einstellung fördert persönliches Wachstum und Lebenszufriedenheit. Fazit: Die Grundlagen des Selbstbewusstseins sind vielschichtig und umfassen Selbstkenntnis, Selbstakzeptanz sowie die Fähigkeit, sich in verschiedenen Lebensbereichen selbstbewusst zu verhalten. Durch das Verständnis dieser Grundlagen können wir die erforderlichen Schritte unternehmen, um unser Selbstbewusstsein zu stärken und authentische, gesunde Beziehungen zu führen. Selbstbewusstsein ist nicht nur eine wichtige Eigenschaft im Dating, sondern beeinflusst alle Aspekte unseres Lebens. Indem wir unser Selbstbewusstsein fördern, können wir ein erfüllteres, authentischeres Leben führen und unsere Beziehungen auf eine tiefere Ebene bringen.